So, mein Lieben, ich weiß nicht, ob das zensiert werden muss, aber wir können definitiv sagen, wir haben eine Menge Kacke gemacht an den Märkten für sehr, sehr lange Zeit. Und dieses Video soll sich genau darum drehen, die größten Fehler, die wir begangen haben und was wir dagegen unternommen haben, damit das besser wird. Ich begrüße selbstverständlich David an meiner Seite. Vielen Dank. Ebenfalls vielen Dank. Ja, und wir wollen dir heute im besten Fall mitgeben, welche Fehler wir gemacht haben, damit du sie entweder auch machst und schneller daraus lernst oder vielleicht sogar ganz umgehst. Und ich würde auch direkt einfach damit starten, was ist so der größte Fehler, den fast jeder Anfänger macht und natürlich ich und du auch gemacht haben. Ich und nicht. zwar, und du natürlich nicht, auf gar keinen Fall, den ich gemacht habe und viele andere Trader machen und fast jeder außer Dominik gemacht hat, werden wir jetzt einmal kurz drauf eingehen. Und zwar ist es der eine Punkt, dass ich kann dir sagen, wenn du diese eine Sache in den Griff bekommst, dann wird sich dein Trading von jetzt auf gleich sofort verändern. Nämlich, dass dir, bevor du einen Trade machst, jedes Mal das Risiko bewusst ist. Denn die meisten Leute, die kennen, wenn sie am Anfang starten, überhaupt gar kein Stop-Loss, gar kein Risikomanagement und das sind die essentiell notwendigsten Skills, die du eigentlich fürs Trading haben musst, denn du kannst der geilste Trader auf der ganzen Welt sein. Wenn du kein Risikomanagement hast, wirst du Geld verlieren. Du kannst der geilste Trader auf der ganzen Welt sein. Wenn du kein Trade-Management hast, dann wird das nichts. Und genau deswegen möchte ich kurz einmal auf dieses Thema Risiko pro Trade zu sprechen kommen, denn es ist eigentlich relativ simpel und diesen Fehler, den habe ich am Anfang begangen, weil ich gar nicht wusste, wie kann ich überhaupt was kalkulieren. Das heißt, du brauchst erst einmal die ganzen Basics und dann, bevor du einen Trade setzt, musst du schon wissen, wo liegt dein Stop-Loss. Erst dann gehst du hin und kannst eine Positionsgröße bestimmen und vorher hast du dir natürlich darüber Gedanken gemacht, wo oder wie viel Geld du für diesen Trade verlieren möchtest. Denn sind wir mal ehrlich, du hast ein 100-Euro-Konto, wenn du jetzt hergehst und direkt mit dem 100-Euro-Konto 50 Euro verballerst, ist das nicht geil. Ja, dann hält dich das halt einfach nicht lang genug am Markt, um am Anfang erstmal deine Erfahrungen sammeln zu können. Und je länger du Erfahrungen sammeln kannst mit einem bestimmten Kapital X, was dir zur Verfügung steht, desto schneller wirst du vorankommen, weil dann hast du auch gar nicht mal diese Setbacks, dass du sagst, boah, jetzt habe ich wieder $50 verloren, jetzt habe ich wieder $50 verloren und so weiter und so fort. Genau deswegen mach den Trade oder analysier den Trade. Seid ihr ganz genau darüber im Klaren, wo ist dein Setup nicht mehr intakt, wo liegt also dein Stop-Loss. Und wenn du diesen Parameter hast, dass du weißt, wie weit ist dein Einstieg von deinem Stop-Loss entfernt und wie viel möchtest du maximal pro Trade an Kapital riskieren, dann bist du in der Lage, deine Positionsgröße zu bestimmen und auch nur dann bist du in der Lage, langfristiger an den Märkten gerade am Anfang auszukommen, weil du nicht innerhalb von 1, 2, 3 Trades dein Konto plättest und dann nicht wieder neue Liquidität aufbereiten musst, um im Endeffekt weitermachen zu können. Und sind wir mal ehrlich, mit jedem Totalverlust oder mit jedem Verlust schmerzt das immer und immer weiter. Man macht sich immer mehr Gedanken, oh ja, ist es das Richtige für mich? Und nur dieser eine Tipp, wenn ich nur einen Tipp geben dürfte, dann wäre das der. Sei dir, bevor du den Trade setzt, im Klaren, was ist der Worst Case? Wie viel wirst du maximal verlieren, wenn dieses Setup nicht aufgeht? Und das ist absoluter Gamechanger. Und darüber haben wir auch schon in einer anderen Episode gesprochen, wie du das machen kannst. Ne? Also jetzt nicht nur, dass du 1%, 2% von deinem Kapital nutzen kannst oder von dem, was du auf dem Konto hast, sondern wie du damit ein bisschen jonglieren kannst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt super, super viele Fehler, die du machen kannst. Beispielsweise, ich will gleich noch darauf eingehen, warum ein Stop-Loss dich retten kann, aber manchmal halt auch das kontraproduktivste ist, was du machen kannst. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich würde auf eine Sache zu sprechen kommen, die mir jetzt so, vor allem bei uns, bei unseren Mitgliedern der Wall Street Story auch sehr stark aufgefallen ist und bei mir selber auch. Ich habe mich viel zu spät damit beschäftigt, mein Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Und das macht erst auf dem zweiten Blick Sinn, aber ist, glaube ich, wirklich das Durchschlaggebendste, was du machen kannst, weil wir Menschen sind in aller Regel negativ konditioniert. Was bedeutet, wie in dieser typischen SWOT-Analyse, Strength, Weakness, Opportunity, Threats, die man halt immer so für ein Businessmodell oder auch für den eigenen Charakter machen soll. Wir versuchen uns immer auf Fehler zu fokussieren und die zu verbessern. Das funktioniert vielleicht in einem Fitnessstudio. Das Problem ist halt aber, sobald du so ein bisschen an die Macht des Glaubens oder an die Macht der, ich will es auch nicht mal Spiritualität nennen, sondern einfach dich so ein bisschen an die Macht der Gedanken gewöhnst, da erkennst du, dass du, je mehr du dich auf Fehler fokussierst, desto mehr ziehst du diese an. Und das macht auch irgendwo Sinn, weil wenn du mit deinen Augen irgendwo hinschaust, dann richtet sich der Fokus auf etwas. Und egal, ob du an
irgendwelche Frequenzen oder sowas glaubst, du beschwerst dieses Ding, du gibst diesem Ding Energie. Und da gibt es wirklich super spannende Experimente, die halt zeigen, dass Menschen beispielsweise einen Stein nicht hochheben konnten und dann sollten sich die gleichen Menschen vorstellen, dass sie eine Feder hochheben und plötzlich konnten sie den Stein hochheben. Es gibt so viele Experimente, das würde man eigentlich nicht glauben, wenn man es nicht selber sehen würde. Das bedeutet aber, dass ich und ganz, ganz viele, die wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wir haben uns zu lange, zu sehr auf Fehler fokussiert, was bedeutet, ich muss den Trade länger laufen lassen, ich muss den Trade länger laufen lassen. Bedeutet, was ist der Fehler? Ich lasse den Trade nicht lang genug laufen. Was landet in deinem Journal? Ich lasse den Trade nicht lang genug laufen. Was glaubst du, was morgen passiert? Ja, du bist zu 98%, wenn nicht sogar noch mehr, bist du durch dein Unterbewusstsein gesteuert. Und du kannst nicht durch aktive Entscheidungen passive Phänomene einfach ändern. Du kannst nicht sagen, okay, jetzt morgen lasse ich den Trade mal laufen. Wenn ich morgen ein Tausender am Profit bin, dann lasse ich ihn einfach mal laufen. Wenn du es die vorherigen 99 Mal nicht geschafft hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es morgen einfach machst, extrem gering. Was bedeutet, du musst dein Unterbewusstsein umprogrammieren, aber da kommst du nicht dran an dein Unterbewusstsein, wenn du das Ganze einfach bewusst machst. Wenn du halt sagst, okay, morgen mache ich es anders, morgen höre ich auf mit dem Rauchen, morgen esse ich kein Junkfood mehr, morgen gehe ich zum Sport. Wie lange halten solche Vorsätze? Problem ist, dein Unterbewusstsein steuert dich. Dein Unterbewusstsein ist programmiert und man sagt halt, durch die analytische Gehirnhälfte kriegst du niemals die kreative Gehirnhälfte ans Arbeiten. Was bedeutet, der Filter vorne, der automatisch sagt, ja, nein, das ist dein Unterbewusstsein und das musst du erstmal ausblenden. Das kannst du durch Meditation, das kannst du auch durch Musik, das kannst du auch, indem du unter der Dusche stehst. Es gibt aber vor allem morgens und abends nach dem Aufstehen und vor dem Einschlafen sogenannte alpha-meditative Zustände, wo dein Gehirn quasi in einer anderen Frequenz schwingt oder andere Informationen verarbeitet als tagsüber, was dazu führt, dass du empfänglicher bist für Informationen, die direkt in dein Unterbewusstsein gehen. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst solche Geschichten wie Brainwaves, Affirmationen, aber vor allem halt auch lesen, Dinge hören, Podcasts hören, vor allem vor dem Einschlafen und direkt nach dem Aufstehen oder auch während du im Haushalt was machst. Du musst einfach immer und immer diese Informationen aufrufen und immer wieder abspielen, egal in welcher Form, weil durch diese Repetition, vor allem zu bestimmten Tageszeiten, das ist eine komplette Wissenschaft für sich, aber kommst du an dein Unterbewusstsein und dein Unterbewusstsein muss umprogrammiert werden, weil sobald du morgen wieder im Trade bist und du wieder Emotionen verspürst und sagst, boah, jetzt wird es unbequem, den 1000-Dollar-Trade laufen zu lassen, kickt dein Unterbewusstsein, was halt sagt, ich werde das gleiche Verhalten an den Tag legen wie bisher auch, weil es hat mich ja zum Überleben gebracht. Ich konnte ja weiterleben, egal ob gut oder schlecht, und das wird wieder kicken. Ich finde, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich glaube diesbezüglich, nicht, dass wir nicht unterschiedlicher sein könnten, aber du hast dich jetzt intensiv mit dieser Materie beschäftigt. Ich beispielsweise gar nicht. Das heißt, auch ganz wichtig zu verstehen, wenn du jetzt sagst, ey, das fühle ich zum Beispiel nicht, heißt es nicht, dass du hoffnungslos bist. Stimmt. Denn Ja. bei mir ist es so, ich habe genau das, was du angesprochen hast, einfach erzwungen. Das heißt, klar, ob man das am Ende, wie man das erklärt, ist eigentlich die andere Sache oder spielt eigentlich gar keine Rolle. Aber bei mir war es halt so, alles klar, 1000-Dollar-Trade nicht laufen lassen, den nächsten 1000-Dollar-Trade, den habe ich laufen lassen. Nicht mit angenehmer Stimmung oder sonstiges, aber ich habe mich dazu gezwungen. Und je öfter ich mich zu etwas gezwungen habe, desto mehr ist es dann mehr oder weniger in deiner Erklärung in mein Unterbewusstsein eingetroffen. Und dann habe ich das auch mehr oder weniger bewusst wahrgenommen, wenn ich das so sagen kann. Ich weiß nicht, ob das Schwachsinn ist in dieser Hinsicht, aber bei mir war es wirklich so, ich habe mich einfach dadurch gezwungen. Und egal was, also mein Bewusstsein war stärker als mein Unterbewusstsein in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht aus deiner Perspektive, aber bei mir war es einfach so, ich habe das Ding einfach laufen gelassen und jedes Mal so lange, bis es gekitzelt hat, klar, dann habe ich vielleicht einen Tausender nicht mitgenommen, aber dann bei 1,2 mitgenommen. Kein Problem, 1,2, Setup war eigentlich noch intakt, dann habe ich das nächste Mal 1,2 nicht mehr mitgenommen, sondern 1,5. Danach nicht mehr 1,5, sondern 2K. Danach war ich irgendwann in der Lage, 10K mitzunehmen und jetzt, seit Neuestem, gehe ich auf die 100K und nehme gerade noch, habe ich leider den Fehler gemacht, mein 100K-Trade wäre tatsächlich gekommen, aber ich habe 50K, ich bin also jetzt gerade an einem Level, wo ich sage, boah, bis 50K kann ich easy laufen lassen, alles darüber hinaus habe ich noch nicht geschafft. So, und da kitzel ich mich jetzt wieder, dass ich sage, alles klar, ich gehe jetzt von 50 auf 100K, das ist natürlich ein großer Schritt, aber irgendwann bist du auch auf einem Level, wo du sagst, ist gar nicht mehr so wichtig im Endeffekt, ob es jetzt 50 oder 100 sind wir mal ehrlich, das ist verdammt viel Geld, beide Trades, aber nichtsdestotrotz
das halt einfach immer so ein bisschen für mich, ich habe es mich bis an die Grenze bringen wollen, habe mich dann da durchgezwungen. Das ist ja wie man im Training sagt, dein Training fängt nicht an, dein Training fängt erst an, wenn du schon erschöpft bist und eigentlich nicht mehr kannst. Und genauso war es bei mir auch. Und so habe ich mich mehr oder weniger trainiert. Ob das Unterbewusstsein ist oder ob das Bewusstsein einfach das Unterbewusstsein komplett auseinandergenommen hat. Ich kann es dir nicht sagen. Da bist du eher so derjenige, der deeper in die Sachen eintaucht. Aber ja, so hat es für mich auch funktioniert. Ich glaube, das ist halt geil, weil ich glaube, dass deine Rationalität da halt gewonnen hat, weil du gesagt hast, wenn ich halt nicht was anderes mache, dann kriege ich auch keine anderen Ergebnisse. Was ich mir nur vorstellen kann, ist, dass dieser Weg beispielsweise, den ich beschrieben habe, für viele funktionieren kann oder funktionieren wird, aber wie ich mir das erklären könnte, ist, du bist halt vielleicht ein anderer Mensch geprägt durch andere Erfahrungen und vielleicht hast du durch dein vorheriges Leben, wie zum Beispiel, als du halt auch viel gespielt hast beispielsweise, bist du schon in bestimmten Bereichen etwas anders konditioniert als andere Menschen. Deswegen glaube ich halt so, das, was ich jetzt quasi dargestellt habe, das ist so eine universelle Lösung, aber das ist auch immer so eine Sache, wenn man halt beispielsweise sagt, warum sind manche Menschen wenn sie 18 Jahre alt sind, warum sind manche Menschen irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen begabter, intelligenter, rationaler oder keine Ahnung was, dann denke ich mir halt, weil du wahrscheinlich in deinem Leben, bisher schon Dinge wahrgenommen hast oder Dinge erlebt hast, die dich in eine bestimmte Weise schon programmiert haben, die eher zuträglich dafür sind. Das heißt, ich glaube, egal was du im Leben vorher durchgemacht hast, könnte das zuträglicher gewesen sein, um in dieser Situation so eine Macht zu haben, das quasi ausführen zu können. Ja, also ich glaube, ich habe mir einfach immer wieder bewusst gemacht, dass es notwendig ist. Ja. Ich muss diese Person werden, ich muss dahin kommen, ansonsten werde ich halt nicht profitabel. Und bei mir war die Profitabilität oder mein Erfolg stand immer über allem. Das heißt, ich konnte alles beiseite räumen, auch mal durch die unangenehmen Phasen durchlaufen, weil ich mir einfach dachte, ich weiß ja, dass wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich an den Märkten langfristig nichts verloren. Dann werde ich einer von 97% sein, die nach 5 Jahren nicht mehr da sind. Und das habe ich mir auf keinen Fall erlaubt, sage ich mal. Und ja, das auf jeden Fall kurz dazu, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Thema. Mega. Ich glaube, darum könnte man unfassbar lange reden, aber ich komme, glaube ich, einfach direkt zum nächsten Punkt. Sehr gerne, auf jeden Fall. Sehr gerne. So, nämlich der nächste Punkt, der ebenfalls unfassbar wichtig ist und natürlich, das ist nicht einfach und auch bis heute nicht, das ist ein dauerhafter Prozess war, die Verluste genauso zu behandeln wie die Gewinne und genauso auch andersherum. Ja? Das heißt, egal in welcher Zahl, ob sie jetzt grün ist oder ob sie jetzt rot ist oder blau oder grün, spielt ja keine Rolle, Gewinn oder Verlust. Ich versuche, das ist nicht einfach, weil ich weiß, dass es nicht so ist, dass du die roten Zahlen genauso wahrnimmst wie die blauen. Nichtsdestotrotz ist es definitiv möglich, dorthin zu kommen und es ist sogar notwendig, dahin zu kommen. Denn ich kann dir eine Sache sagen, vielleicht nicht gerade am Anfang unfassbar wichtig, aber wenn du von Anfang an schon direkt mit den richtigen Parametern arbeitest, kannst du viel schneller die Person werden, die du werden musst, damit du in der Lage bist, halt auch konstant Gewinne zu erzielen und nicht nach 5 Jahren aus dem Markt spätestens ausgespült zu werden. Und deswegen kann ich nur sagen, Gewinne genauso behandeln wie Verluste. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht nur immer im Verlust nachzulegen, sondern auch im Gewinn nachzulegen, nicht die Verluste bis ans Ende laufen zu lassen, aber die Gewinne jedes Mal zu kappen. Und das habe ich mir einfach auch immer wieder vor Augen geführt, weil ich dachte, am Ende ist es ein Zahlenspiel. Am Ende werden meine Verluste gegen die Gewinne gerechnet. Und wenn meine Gewinne, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tausender erstmal einlogge, dann fühlt sich das erstmal gut. Ja? Wenn ich aber danach 2000 verliere, dann ist das scheiße. Das heißt, es muss irgendwo doch in einer Waage sein. Klar, durch Trefferquote kannst du viel wieder rausholen. Nichtsdestotrotz, auch diese ist nur in einem gesunden Maße irgendwo gegeben, sage ich mal zwischen 60-70%, so um den Dreh. Das heißt, trotz dessen, auch da darf dein Verlust nicht 3-mal so hoch sein wie jeder andere Gewinn, sonst hast du halt auch nichts gewonnen. Und deswegen ein Tipp an meiner Stelle, mein Fehler, den ich damals gemacht habe, aber den ich dir jetzt schon von Anfang an versuche, in deinen Kopf raus oder aus deinem Kopf zu nehmen oder in deinen Kopf einzupflanzen, ist, behandle deine Gewinne genauso wie deine Verluste. Nur dann kann das Ganze halt auch vernünftig funktionieren. Und auch wenn du dann vielleicht mal ein paar Prozent schlechtere Trefferquote hast, ich kann dir sagen, es spielt keine Rolle, denn dein Setup wird dir mehr oder weniger öfter recht geben, als es das nicht tut. Es muss aber in einer Waage sein und dann kannst du extrem geil von Anfang an schon den Kickstart hinlegen und wirst halt, wie gesagt, nicht aus dem Markt rausgespült. Dickes Brett, ganz dickes Brett, 100%. Und darauf will ich auch nochmal weiter eingehen. Punkt 1, ich würde aufpassen, dass ich den SL
nicht zu eng platziere, weil ich dachte halt auch früher häufig, krasses CRV oder Risk-Reward-Ratio, 5:1, 10:1 ist halt krass. Das Problem ist, du weißt ja nicht, was der Markt dir gibt. Und wenn du dir halt immer nur 3, 4, 5 Pips Platz lässt, plus dann halt du steigst mit dem Spread ein, dann wirst du viel zu häufig ausgestoppt. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, es macht viel mehr Sinn, Punkt 1, nicht auf den allerperfektesten Zeitpunkt im Trade zu warten, weil du weißt nicht genau, wo der Markt dreht. Dafür müsstest du wissen, was alle Menschen auf dieser Welt denken, dann tatsächlich machen. Du müsstest die Emotionalität von Trades ablesen können von anderen Menschen und die entsprechende Konsequenz dann von Institution und Bank, die dich als Liquidität nutzt, ist unmöglich. Das heißt also, nimm Setups wahr, die sich als Chance geben, aber jongliere mit deiner Positionsgröße und mit deinem Risiko in einem festen Rahmen. Das heißt also, Punkt 1, den Stop-Loss. Guck mal, wir haben damals, wenn wir einen Stop-Loss gelegt haben, das war häufig komisch für Menschen, 30, 40 Punkte SL, bis die Leute halt wirklich da mal gemerkt haben, mit dem 2, 3, 4 Punkte SL wirst du viel zu häufig ausgestoppt. Plus, du hast immer einen Nachteil beim Broker. Der Broker, selbst der beste Broker, wird dir manchmal die Position nicht schnell genug durchführen. Du wirst immer mit einem Nachteil einsteigen, mit einem Spread oder mit einer Kommission. Das bedeutet also Qualität über Quantität. Und deswegen weiter den SL weg. Plus, was ich persönlich liebend gerne mache, Dollar-Cost-Average. Das heißt also nicht immer mit der fettesten Position in den Markt, sondern halt sagen, das Setup entwickelt sich gut, deswegen steige ich ein. Ich lasse mir Platz und steige vielleicht nochmal ein und lege im Verlust nach quasi, ich skaliere meine Position rein. Ich mache quasi so einen Korrekturtrade, der aber im Vorhinein bereits schon kalkuliert ist. Nicht einfach nur random per Zufall emotional. Mein Stop-Loss liegt da, wo er hingehört und nicht, wo ich möglichst wenig verliere, sondern wo ich meinem Setup die maximale Größe gebe, damit sich das Ganze entwickeln kann und keinen festen Take-Profit. Weil ansonsten der Markt läuft in den Take-Profit, er rennt aber noch dann 100, 200 Pips für dich weiter und du kommst so günstig nicht mehr in den Markt wie mit deinem Trade, wenn sich das Setup entwickelt. Deswegen, das ist auch eine Sache, die ich in Reminiscence of a Stock Operator gelesen habe, die ich auch in ganz vielen von diesen Trading-Biografien gelesen habe. Du kommst nicht mehr so günstig in den Markt, wenn sich das Setup für dich entwickelt. Lass die Trades laufen, auch wenn du mal wieder nach einem dicken Profit Break-Even ausgestoppt wirst. Du brauchst diese fetten Trades, die dich richtig voranbringen, weil ansonsten wirst du immer nur auf der Stelle dümpeln. Safe. Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist dieses Thema Standardlektüre. Damals, als ich halt gestartet bin im Trading, hatte ich halt relativ einfaches Basiswissen mit auf den Weg gegeben bekommen, habe dieses dann angewendet an den Märkten und habe mich halt immer wieder gefragt, das kann doch nicht sein. Das kann doch einfach nicht sein. So wurde es doch beschrieben. Warum funktioniert das Ganze nicht? Und das Ganze ist relativ einfach zu erklären. Wenn du das machst, was die meisten machen und du weißt, dass die meisten ihr Geld leider an der Börse verlieren, dann wirst du genau einer von der Masse sein, die das Geld ebenfalls verlieren. Das heißt, bei mir ist immer Folgendes und das war damals so, einfach nach Standardlektüre gelernt und mehr oder weniger nicht verstanden, über dem letzten Hoch den Stop-Loss platziert, kein ATR, all das gar nicht mehr mit berücksichtigt, sondern einfach direkt darüber ausgestoppt, bam, Markt läuft für mich. Und das waren halt so Sachen, die haben mich dann irgendwann angekotzt und dann bin ich hergegangen und habe versucht, so ein bisschen diesen Anti-Retail-Gedanken zu entwickeln. Das heißt, ich habe einfach gemerkt, oder jeder von uns, der sich jetzt einen Chart anschaut und auf den ersten Blick hat man ja so eine Art, keine Ahnung, sechsten Sinn, dass man sagt, oder so eine Intuition, ich sehe den jetzt eher short. Ich kann dir eine Sache sagen, 90% der Leute würden den auch eher short sehen. Jetzt ist das Ding, deswegen short einzusteigen, ist das meiner Meinung nach fast das Dümmste, was du machen kannst. Einfach aus dem Grund, weil es jeder da gerade reinsetzt. Und was wird passieren? Es wird vielleicht einen minimalen Dip nach unten geben, weil alle kurzzeitig geschortet haben. Dann kommen aber Banken und Institutionen und nehmen halt alle auseinander und pushen den Markt nach oben, um im Endeffekt alle Stop-Losses zu kassieren. Wir haben sogenannte Liquiditätsabgriffe und der Markt rasselt einfach nur nach unten, dann, wenn keiner mehr im Markt ist und diese Disbalance dann mehr oder weniger stattgefunden hat, indem einfach alle Stop-Losses geflogen sind. Und da musst du halt ein bisschen aufpassen, dass du nicht auf die Standardlektüre berufst und wenn du diese nur beherrschst, versuch mal das Gegenteil zu machen. Das hört sich jetzt komplett verrückt an, aber wenn du jetzt denkst, ich schaue mir den Chart an und das Ding sieht short aus,
Kauf mal. Kauf mal, mach das mal für einen Monat, gib uns dann gerne mal Feedback oder mir gerne auch Feedback, wie sich dein Trading verändert hat und dann passiert Folgendes in deinem Kopf, du wirst dich komplett anders konditionieren, weil du wirst auf einmal merken, boah, das funktioniert ja deutlich geiler. Eigentlich genau an dieser Resistance, je stärker die Resistance ist, desto eher würde ich fast kaufen. Das hört sich komplett dumm an, aber diese starke Resistance, die sieht jeder. Die sieht jeder. Das heißt natürlich nicht, dass jede Resistance mit einem Durchbruch stattfindet, das auf keinen Fall. Aber wahrscheinlich öfter als eben nicht, weil aus dem Grund, wie ich gesagt habe, es ist halt einfach nur eine Geldumverteilung und irgendwo muss das Geld hinfließen und mit Sicherheit werden nicht 10% Geld verlieren und dieses Geld wird auf 90% umverteilt, sondern es ist genau das Gegenteil. Das heißt, schau einfach, dass du so ein bisschen Abstand gewinnst von der Standardlektüre, trotz dessen ist es extrem geil, diese zu kennen, einfach aus dem Grund, weil du dann einer derjenigen sein kannst, die sich das auf dem anderen Wege zunutze machen, ja? Think about it. Richtig geil. Perfekt. Also eigentlich, glaube ich, haben wir so fette Punkte schon genannt. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz durch meine Liste gehen, einfach um so ein paar von diesen typischen Fehlern nochmal aufzugreifen. Punkt 1, zu ignorant zu sein, wirklich zu glauben, nee, bei mir ist es anders und ich kann mit dem, was alle sagen, auch erfolgreich werden und hier und da und Dinge nicht zu machen, obwohl ich wüsste, ich müsste sie machen. Da sind wir zum Beispiel auch zum Thema Journalieren. Also ich bin kein Riesenfreund von Journalieren. Ich würde auch nicht sagen, dass du das immer machen musst, aber gerade für den Anfang, es ist halt blöd, weil ich meine, wir alle wissen, wenn du ein Buch durchgelesen oder wenn du ein Buch liest, einen Tag später, innerhalb von 24 Stunden, vergisst du schon über 80% des Inhaltes. Das wird im Trade nicht anders sein. Wenn du heute denkst, okay, ich habe jetzt den Trade so und so und so gemacht, morgen mache ich es anders, 80% davon gehen innerhalb von 24 Stunden flöten. Schreib dir das Ding auf. Dann halt das zu machen, was alle machen, das hast du gerade auch gesagt, komplett braindead. Dann habe ich mich häufig zu sehr für Gewinne gerühmt. Das heißt, also wenn ich mal einen geilen Trade hatte, der ein Lucky Shot war, weil ich im Verlust nachgelegt habe und der irgendwie zurückgekommen ist, dann dachte ich mir, okay, geil, jetzt hast du ja Geld verdient, war aber ein toxisches Verhalten, unüberlegt im Verlust nachzulegen, hat dazu geführt, dass sich in meinem Gehirn abgespeichert hat, ist ja nochmal gut gegangen, also positives Verhalten, hat dazu geführt, dass ein Konto nach dem anderen geschreddert wurde. Dann zu lange Minustrades offen gehalten, beziehungsweise halt auch einfach zu sehr gehofft. Dann habe ich im Verlust nachgelegt, aber im Gewinn nicht. Das hat sich jetzt geändert. Jetzt lege ich im Gewinn nach. Dann habe ich hier auch gesehen, genau, zu lange an alten Mustern festgehalten. Das passt ja auch mehr oder weniger mit dem rein, was wir besprochen haben. Zu spät mit dem Unterbewusstsein beschäftigt, habe ich gerade eben auch schon erwähnt. Zu viele SLs gelegt. Das heißt also auch da zu eng, zu häufig, einfach weil ich mir dachte, boah, ich will nicht mehr verlieren. Und dann denke ich mir, du Dummkopf, mehr verlieren hat mit deiner Positionsgröße zu tun, nicht mit der Lage des SLs. Und ich wollte zu schnell aus kleinem Geld großes Geld machen. Und das hat dann hat ein Trade 50-60% des Kontos gefressen und das in einer Situation, wo ich das Konto nicht einfach wieder auffüllen konnte. Sehr schön gesagt. In dem Sinne die abschließenden Worte, Trading ist ein Marathon und kein Sprint. Dein David. Dein Dominik, bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.